Hallo zusammen, wundervollen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen Runde hier Angular. Und zwar wollen wir heute uns mit einer kostenlosen Alternative zu PHP Storm beschäftigen, nämlich Visual Studio Code. Das ist von Microsoft und wer es glaubt oder nicht, das Ding ist kostenlos und sogar Open Source, was ich eine gute Entwicklung finde. Und funktioniert mittlerweile auch sehr, sehr gut für Angular, deswegen dachte ich mir, ich zeige euch das mal, falls ihr kein Schüler, Student oder anderweitig an eine kostenlose Lizenz kommt und vielleicht auch nicht unbedingt das Geld habt, um euch eine Lizenz zu kaufen bei JetBrains und PHP Storm. Deswegen hier eine Gratis-Alternative zu den ganzen anderen Dingen. So, da ich wie gewohnt auf Linux arbeite, muss ich euch leider hier quasi sagen, die Installation für Windows ist super einfach. Einfach den User-Installer hier runterladen. 64-Bit haben die allermeisten von euch, einfach runterladen, fertig. Unter Linux habt ihr euren Paketmanager und dort könnt ihr das dann einfach installieren. Das werden wir auch gleich mit meinem auf Arch Linux tun und unter Mac hier einfach draufklicken und schon habt ihr das Ding quasi. Also super, super einfach, wirklich. Wie wir es einrichten, das machen wir dann sofort. Ich zeige euch jetzt gerade noch kurz, wie es unter Arch Linux funktioniert. Unter normalem, also was heißt normal? Unter Ubuntu könnt ihr einfach mit apt-get arbeiten und dort drüber die Software installieren. Unter Arch Linux habt ihr dann eben ein AUR-Paket, weil es nicht in den offiziellen Paketquellen drin ist und könnt das mit -s, Visual-Studio, das heißt ein bisschen anders, deswegen zeige ich sie direkt, -code-bin installieren. Und das ist eigentlich auch so ziemlich alles, was ihr braucht. So, und dann sehen wir uns nach der Installation wieder. So sieht das Ganze dann aus, wenn ihr es installiert habt. Sollte wirklich eigentlich kein Problem sein, ist eigentlich echt super easy. Wenn ihr jetzt soweit seid, ist das aber noch keine richtige Entwicklungsumgebung an sich. Das ist, naja, erstmal schwierig, sage ich jetzt mal, weil ihr hier noch wenig habt. Deswegen wollen wir unsere IDE noch ein bisschen anpassen, damit wir zum Beispiel TypeScript gut programmieren können. Wir können es dann noch debuggen und so weiter und so fort. Und dafür gibt es ein paar Extensions. Extensions werdet ihr installieren können, indem ihr das Quick Open öffnet und das macht ihr mit Steuerung P. Steuerung P führt euch zu diesem Dingens hier und da könnt ihr dann einfach eingeben ext install ms-vscode .vscode-typescript-tslint plugin. Nein, das habe ich mir nicht alles gemerkt. Das ist tatsächlich jetzt einfach copy-pasted von dem von der Extension tslint. So heißt die, das ist quasi die euch TypeScript vernünftig installiert. Okay. Wenn ihr Enter drückt, dann wird das Ganze hier installiert und dann seht ihr hier so ein kleines Installed mit einem Haken hinten dran. Das ist das, was ihr sehen wollt. Gut, das ist die erste. Jetzt geht's weiter. Eine weitere Extension, die ich sehr nützlich finde, ist Auto-Import. Die können wir installieren, indem wir einfach ext install Auto-Import machen. Und ja, das fügt euch eine Extension hinzu, die alles mögliche Auto importiert. Das heißt, wenn ihr irgendwas tippt, hier steht jetzt für Vue oder Vue.js, es funktioniert auch für Angular normalerweise. Das heißt, ihr müsst hier aber auch auf Install klicken. Und das, also ihr habt gesehen, bei tslint ist es schon automatisch installiert gewesen. Das müssen wir jetzt so installieren. Ich möchte trotzdem, dass ihr das für tslint auch überprüft. Sinnvoll ist es, weil wir hier eben sagen können, hey, wir wollen... Moment, jetzt hat es mich doch tatsächlich veräppelt hier. Nein, es gibt zwei Auto-Imports und wir brauchen dieses Auto-Import hier. Sonst haben wir natürlich ein Problem. Jetzt... Das ist nämlich ein anderes Auto-Import, also tatsächlich ist es nicht für Vue.js. Das ist das, was ihr für TypeScript braucht. Und der Trick dabei ist quasi, immer wenn ihr Sachen benutzt, dann werdet ihr die ja alle importieren müssen. Das heißt, ihr müsst sagen, ich hätte gerne diese Klasse, ich hätte gerne diese Klasse, ich hätte gerne was auch immer alles in meinem Code verwendet. Der hier macht es automatisch für euch. Der andere Auto-Importer macht das auch automatisch für euch, aber nicht für Angular, sondern für Vue.js. Okay, das heißt, wir brauchen den hier. So, sorry für die Verwirrung. So, speziell, weil ihr anfangt mit Angular, ist es sehr, sehr sinnvoll, euch diese nächste Extension hier zu installieren. Und zwar Steuerung P wieder mal. Die hier, ext install John Papa Angular 2. Ich verlinke die natürlich alle, das ist gar kein Problem. Die macht Folgendes. Die hat euch Snippets. Also keine Sorge, es steht zwar Angular 2 hinten dran, aber es ist auch für Version 7. Also es ist quasi wirklich aktuell. Der Trick dabei ist, dass ihr hiermit sozusagen immer kleine Code-Snippets haben könnt und die werden
euch das Leben wahrscheinlich einfacher machen, weil ihr da direkt sehen könnt, wie werde ich Sachen oder wie kann ich Sachen verwenden oder was genau macht das für mich und so weiter und so fort. Das ist sehr hilfreich. Deswegen würde ich euch die auch empfehlen. Müsst ihr natürlich nicht machen, also die ganzen Extensions sind alle optional, müsst ihr nicht machen, aber könnt ihr machen und es hilft euch vielleicht. So, fürs Generieren von neuen Dateien, ich mache das hier mal wieder zu, ich mag diese GIFs nicht. Fürs Generieren von neuen Dateien habt ihr hier die Möglichkeit mit diesem, es steht auch wieder Angular 2 dabei, die gibt es seit Angular 2, diese ganzen Apps, ja. Die macht im Endeffekt Folgendes. Ihr könnt hier, wenn ihr wo seid, also zum Beispiel in der App drin, könnt ihr eine neue Component oder sowas erstellen, indem ich hier einfach Generate Component eingebe oder Generate Directive oder Module oder Pipe oder Service. Und das ist halt sehr, sehr, sehr hilfreich, weil wir dadurch eben nicht mehr limitiert sind auf das Command-Line-Interface, sondern wir können das einfach direkt hier drin machen. Also ihr braucht dann nicht mehr ng-generate benutzen, sondern könnt das direkt hier drin machen. Auch sehr hilfreich. Okay. So, der nächste ist ein Skript, das euch quasi Inline-Code erzeugt, beziehungsweise erlaubt zu schreiben. Ihr kennt das vielleicht noch nicht, aber ihr werdet später irgendwann mal Templates schreiben. Das ist so eine Art HTML und die werdet ihr aber innerhalb einer JavaScript-Datei schreiben oder einer TypeScript-Datei, um genau zu sein sogar, werdet ihr die schreiben. Und das Problem daran ist, dass Visual Studio Code euch das nicht erkennt als HTML oder CSS-Code, wie es hier tatsächlich dargestellt ist, sondern es erkennt es einfach als ganz normalen String innerhalb einer Datei, die halt TypeScript ist. Und das ist kein richtiges TypeScript, sondern es ist einfach nur ein String, also wird es euch das in einer Farbe darstellen. Mit dieser Extension könnt ihr halt einfach sagen, hey, das ist tatsächlich jetzt kein String, das ist jetzt wirklich ein Template, in dem Fall halt HTML und CSS. Und ja, das kann hilfreich sein, wenn ihr irgendwie wirklich da drin was programmieren wollt. Häufig werdet ihr es auslagern, falls ihr irgendwann mal Inline-Code schreiben wollt. Diese Extension hilft euch dabei. So weit, so gut. Jetzt haben wir, glaube ich, endlich mal alle Extensions soweit fertig. Jetzt gehen wir hierher und wir können jetzt hier einen Ordner öffnen. Ich muss dazu erstmal kurz was anlegen. So, und ich bin jetzt über Open Folder, also ich habe hier einen Ordner Angular Bonus angelegt und ich bin jetzt hier über Open Folder einfach in diesen Ordner rein navigiert und habe jetzt hier eben alles soweit gemacht. So, jetzt wechseln wir wieder in diesen Ordner hier rein, denn wir wollen ja hier drin auch Angular coden, ne? Und dazu müssen wir erstmal hier eine Angular App erstellen, weil ansonsten haben wir ja nichts. Und dazu sagen wir einfach ng new, nennt es wie ihr es wollt, in meinem Fall zum Beispiel my-app. So, wenn das durchgelaufen ist, könnt ihr hier einfach My-App öffnen und dann seid ihr hier also in Angular Bonus, okay, das brauche ich nicht, in Angular Bonus My-App und dann habt ihr hier alles, was ihr braucht. Ihr habt dieses E2E, ihr habt Node Modules, was sehr, sehr viel ist. Ihr habt SRC und da wird dann am Ende euer Code drin liegen. Dann habt ihr hier App und dann habt ihr hier zum Beispiel die App Component.css, App Component HTML, App Component Spec.ts, App Component.ts, App Module.ts und dann noch ein paar Assets, was im aktuellen Fall nur Git-Keep ist. Und Environments habt ihr hier auch noch und so weiter und so fort. Und ihr seht, das wird alles richtig erkannt. Ich mache mal hier von jedem Typ eine Datei auf. Also die App Component CSS, gut, okay, die ist leer. App Component HTML wird richtig erkannt als HTML-Code, das seht ihr ja hier. Und dann habt ihr hier eben App Component.ts, was auch richtig erkannt wird hier als TypeScript-Datei. Wunderbar soweit. Und ja, ich finde das eigentlich ganz cool so. Aber ich will euch vielleicht noch was zeigen, was ich auch ganz sinnvoll finde. Wenn ihr hier reinklickt, zum Beispiel auf Component und dann da drüber fahrt, dann steht hier alias Component, Object, Doppelpunkt Component. Das ist das, was es übernimmt. Also hier quasi, das ist sozusagen dieser Parameter, den wir hier haben in Component. Und Type Decorator Import Component. Also, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ich leider hier noch keinen Code selber gemacht habe. Hier sehen wir zum Beispiel, wenn wir über Add Angular Core fahren, wo das ganze Ding drin steckt, also in Home, Morpheus, Tuts, Angular, Angular Bonus, My App, Node Modules, Add Angular Core. Hier sehen wir dann auch immer, was es zum Beispiel ist, was eigentlich eine Component ist. Type of the Component, Metadata, Component Decorator and Metadata, add Stable, add Annotation. Also, so seht ihr halt quasi, wenn ihr drüber hovert, sehr, sehr viele Informationen über die einzelnen Dinger. Hier zum Beispiel auch über Selector. Und wenn ihr über Selector drüber hovert, seht ihr eine kleine Erklärung, was das Ding eigentlich genau ist. Und das erspart euch sehr, sehr viel, naja, Nachschlagewerk, sage ich jetzt mal. Weil ihr damit einfach echt hingehen könnt und sagen könnt, okay, ich habe gerade vergessen, was macht eigentlich ein Selektor? Und dann könnt ihr da drüber hovern und dann steht hier eben dabei, was es alles ist. Einziger Haken ist, ihr müsst dazu Englisch können oder zumindest ein Wörterbuch nebendran offen haben, also irgendwie eine App oder sowas.
Ja, das kann ich euch leider nicht abnehmen, aber falls ihr irgendwann mal vergessen habt, was einzelne Sachen tun und ihr vielleicht während dieser Tutorial-Reihe keine Stichpunkte aufgeschrieben habt, dann ist das eine super Variante, was ihr hier machen könnt. Selbstverständlich auch, wenn ihr hier irgendwie was Neues anfangt zu schreiben, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier C anfange zu schreiben, dann steht hier eigentlich so ziemlich alles, was ich mit C schreiben kann, dabei. Und das ist auch sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Brauchen wir jetzt allerdings hier auf keinen Fall. So, wenn ihr das Ganze jetzt starten wollt, dann sieht das natürlich aktuell ein bisschen schwierig aus. Ich meine, wo kann ich bitte hier auf Starten drücken, ne? Das geht tatsächlich auch. Und dazu brauchen wir noch eine Extension, sorry. Und zwar wollen wir hier einmal die Extension msjsdiag.debugger for Chrome. Also ich nehme jetzt einfach mal an, wir nehmen Chrome dafür zum Öffnen und Debuggen von allem. Und das werden wir jetzt hier einfach auch noch installieren. Das ist sozusagen der Debugger für Chrome. Dann könnt ihr auch Breakpoints setzen und alles drum und dran. Das ist super praktisch. Seht ihr auch hier. Ihr könnt einfach oder einen Breakpoint setzen. Das funktioniert mit jedem JavaScript-Code. Also eigentlich was man unbedingt haben sollte. Ja, ich zeige es euch einfach direkt in live. Und genau, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir gehen wieder zurück zu unserem Code. So. Ups, das wollte ich nicht so machen. So, nächster Schritt wäre, wenn wir jetzt hier schon sind, dann gehen wir hier mal unter View und öffnen mal das Terminal, weil dann kann ich euch zeigen, wie ihr das Ganze auch wirklich ausführt, ohne dass wir es jetzt schon debuggen. Dann gehen wir hier einfach her und tippen hier quasi, das ist wie unser normales Terminal, geben wir einfach ein ng-surf. Ich glaube, wir sind im falschen Verzeichnis, das heißt, wir müssen da noch kurz reingehen in MyApp. Wir sind jetzt aktuell in Angular Bonus und dann gehen wir in My-App. So, und dann schneide ich den Teil kurz raus, wo es die ganzen Pakete installiert. Ihr macht einfach ein ng-surf und dann habt ihr das hier. Okay, es bildet trotzdem eure Module. Genau. So, perfekt. Und jetzt habt ihr das Ganze offen auf localhost 4200. So sollte es zumindest sein. Wir gehen jetzt da einfach mal ganz kurz rein. Localhost 4200. Willkommen. Ja, und dann habt ihr das quasi hier auch am Laufen. Cool. Und das soll es erstmal gewesen sein. Also so könnt ihr eure Visual Studio Code IDE einrichten. Ihr müsst halt immer noch ein bisschen mit der Command-Line arbeiten. Ihr habt hier das Terminal, also wie gesagt hier unter View Terminal habt ihr das Terminal. Hier müsst ihr dann immer noch eure Sachen eingeben, aber dann braucht ihr nicht das normale Terminal zu benutzen. Ihr habt hier die Debug-Konsole, die ich vorhin mal aus Versehen benutzt habe. Den Output haben wir hier, Probleme haben wir hier, aber das Terminal ist das eigentlich Wichtige gerade. Und ja, das war's von meiner Seite erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.